Viele Leute, die wollen bei Lindenberg keinen anderen Trommler hören wie mich. Da hat auch Kurt Kress schon gespielt und Bodo Schopf und Marco Minnemann und wie sie alle heißen. Die haben alle schon bei Lindenberg gespielt. Aber ich bin der Originale irgendwo. Wenn Lindenberg nicht selber spielt. Der Lindenberg ist natürlich der originale Trommler. Du hast da so einen niedlichen Bären drin. Was hat's denn damit auf sich? Ja, das ist... So habe ich meine Frau kennengelernt. Also das war 2000 oder 2001. Seitdem sitzt der Bär da in der Tasche. Den hat mir der Sohn von meiner damals zukünftigen Frau geschenkt. Kleiner Junge, der Schlagzeug spielte. Und die kam halt auf die Bühne und dann hat er mal Schlagzeug gespielt, war sehr talentiert und hat mir irgendwann diesen Bären geschenkt. Seitdem ist er mein Talisman. Und seitdem sitzt er da drin. Der ist mittlerweile so groß und spielt American Football. Und der ist größer als ich jetzt, der Sohn. Er hat solche Schultern, lebt in Amerika, ist eigentlich fast nie mehr hier. Der lebt bei seinem Originalvater in Amerika, ich bin nur der Stiefvater. Und hat seitdem auch kein Schlagzeug mehr gespielt. Und ich sage, neulich noch war er da und ich sage, schade eigentlich, dass du nicht mehr gespielt hast. Weil der war echt, hat ein Talent. Und ich erkenne das Talent immer daran, dass nicht jetzt irgendwie so gleich, oh, ich spiele Schlagzeug und jetzt hat er schon unglaublich da an Technik was drauf, sondern der hat einfach ganz simpel gespielt und hatte diesen bestimmten Backbeat. Das war ein Peitschenschlag 2 und 4. Der war so gnadenlos. Und da war der ja vielleicht 7, 8 Jahre alt. Und da hat er schon bei uns mal bei Peter Maffay mal dahinter gesessen und hat beim Soundcheck mal gespielt. Wusch! Und der holte so komisch aus. So, back! Und dann macht das, und das saß sofort drin. Das ist wie was, wenn was einrastet. So, und das ist eigentlich, so spielt man in der Zukunft, wie jetzt schon. Also das war klack, das ist die Sicherheitsspiel. Also, wo du weißt, das ist einfach, meine Aufgabe ist, die Safety und die Security, der Security Officer von den Typen da vorne, die Show machen, zu sein. Das ist einfach Security, Sicherheit zu geben. Ich bin der Sicherheitsoffizier hier. Ich halte das Ganze auf dem Schirm, sehe zu, dass das Ganze nicht auseinanderfällt. Und Timmy hatte das damals schon so drauf. Ich mache einen Schlag, pack, und der Typ macht den Schlag auch und pack und nagelt den genau so, wie das sein muss. Und ich mache ja viel, so Masterclasses und so, habe ja viele Schüler. Und bei so manchen Leuten, da siehst du in den Augen, du brauchst gar nicht mit denen spielen. Du weißt, dass der Typ gleich den Schlag richtig macht. Wie der reinkommt, wie der dich anguckt, dann setzt er sich hin und macht Back und sagst, ja, danke, ein Schlag. Weißt du, der Typ kann spielen. Dann musst du gar nicht ganz, das ist wie eine Audition. Ich mache einmal Back und der Typ sagt, you're the guy. Da brauchst du nicht gar nicht mehr groß vorführen. Ne? Also die besten Schlagzeuger für mich sind die Leute auf, und du weißt, alles ist klar. Und dann kann der mal mir weiter was vorspielen. Aber ich weiß schon, das wird gut werden. Das weiß ich einfach. Ne? Das ist halt, ja, die Groove-Schule halt, die alte Schule des Timekeepers. Und das ist eben, darum geht's. Damit sind wir groß geworden. Beatles, Stones, AC/DC, dann später Phil Rudd, der leider irgendwie zu dumm war und mit 60 noch irgendwelche Morddrohungen ausspricht, um im Knast zu landen. Und jetzt spielt halt Chris Slade und es ist halt nicht Phil Rudd. Es gibt nur einen Phil Rudd. Ja. Und die beste 2 und 4 im Geschäft, sage ich immer. Mehr 2 und 4 geht nicht. Und die meisten Ghost Notes von allen Trommlern. Ich habe ihm gesagt, der Typ spielt die meisten Ghost Notes von allen. Bloß du merkst sie gar nicht. Du hörst, und es ist so dirty und nasty, das, was zu dieser Musik einfach gehört. Und nichts anderes gehört dahin. Dann kann ein Hardrock-Trommler kommen wie Chris Slade und der spielt das ganz straight und der kennt die halt persönlich seit Jahrzehnten. Okay, deswegen holen die keinen anderen. Das ist halt, die machen gar keine Audition, weil die haben einen Freundeskreis und da wird sich das dann, in dem Freundeskreis wird ausgemacht, wer da trommelt auf der Welttour. Das ist halt Chris Slade wieder. Ich bin jetzt kein Fan von Chris Slade. Das ist für mich nicht wirklich AC/DC. Der hat zwar 2 Platten oder 3 Platten gespielt auch mit denen, aber AC/DC, und da bin ich ein alter, ja, wie nennt man das? Traditionalist. Ich kann da keinen anderen Trommler hören als Phil Rudd. Das ist viele Leute, die wollen bei Lindenberg keinen anderen Trommler hören wie mich. Da hat auch Kurt Kress schon gespielt und Bodo Schopf und Marco Minnemann und wie sie alle heißen. Die haben alle schon bei Lindenberg gespielt. Aber ich bin der Originale irgendwo. Wenn Lindenberg nicht selber spielt. Der Lindenberg ist natürlich der originale Trommler. Aber solange Lindenberg nicht spielt, bin ich halt der Trommler. Das ist einfach vom Image so. Das sage ich zwar und das klingt arrogant, aber es ist einfach so. Und deswegen ist es nicht arrogant. Es ist so, wie es ist. Phil Rudd hat neulich in einem Interview auf YouTube gesagt, hey, fucking hell, ich spiele jetzt nicht bei AC/DC die Tour, aber ich bleibe halt der beste Rockschlagzeuger der Welt.
Da sag ich, was ist das für ein arrogantes Arschloch? Eine Minute später habe ich gesagt, der hat ja recht. Der hat ja fucking recht. Er ist ja der Beste in der Welt. Und ich bin der Beste für diese beiden Bands. Ja. Das weiß ich einfach. Nach 40 Jahren weiß ich das. Also da kann mir keiner mehr die Butter vom Brot nehmen. Aber alle anderen, alles gut. Prima. Aber in dieser Band will ich auch sein. Und ich war auch sauer, dass sie die Unplugged-Scheibe nicht mitgespielt haben, weil ich mit Maffay auf Tour war. Weil die Unplugged-Scheibe ist die erfolgreichste Scheibe von Udo Lindenberg, die er je gemacht hat. Und ich nach 40 Jahren spiele diese Platte nicht. So ein Hals. Aber ich konnte nicht. Ich hatte einen Vertrag mit Maffay. Und dann hat Tim Lorenz aus Berlin das gespielt und wurde dann plötzlich irgendwie tierisch bekannt durch diese Platte, die über 1 Million verkauft hat. Und mich haben sie gefragt, sag mal, spielst du eigentlich noch bei Udo Lindenberg? Ich sag, Moment mal, in 3 Wochen spielen wir hier Stadien. Das weiß keiner mehr. Warum wusste das keiner? Weil die Konzerte in 2 Tagen ausverkauft waren. Es gingen keine Plakate. Für diese Tournee ja, das ging nicht ganz so schnell. Aber die Gigs letztes Jahr, Leipzig, Düsseldorf, waren ausverkauft. Denn keiner wusste, dass Udo Lindenberg im Stadion spielt. Nur die Leute, die da waren, die 40.000, die wussten das. Also haben die natürlich gefragt, weil die ganze Unplugged-Session immer hörten, die Leute, spielst du da eigentlich noch? Ja, natürlich, ich bin der Träumer von Udo Lindenberg. Aber diese Unplugged-Scheibe, die ist so erfolgreich geworden. Und wenn dann dein Kopf da nicht auftaucht, sagen gleich alle Leute, spielst du da nicht mehr? Ja. Weil die diese Platte und diese DVD zu Hause haben. Ja. Das ist die Politik und Business und Geschäft. Ich konnte nicht spielen. Da machen sie, ja, warum spielt er dann nicht mehr? Ist der rausgeworfen worden? Da entstehen dann wieder die größten Gerüchte. Dabei hat das einfach nur geschäftliche Gründe. Und mit den Schlagzeugen und den Firmen genauso. Was ist das Besondere denn an Udos Beruf? Das einfach nur hört die Musik. Dann sagst du, oh ja, ist ja relativ einfach. Manche Sachen sind aber nicht einfach, weil manche Sachen sind verlängert. Das ist manchmal schon sehr Frank Zappa-mäßig. Weil der hat nach dem Text, der Text geht länger und dann wird eine Strophe plötzlich 2,5 Takte verlängert. Wie im Blues, wo du im halben Takt plötzlich auf die 1, auf die nächste 1 umsteigst. Und das ist hier auch so. Manchmal merkt man das nicht, weil das alles fließt. Das fließt einfach alles. Das ist wie wenn Vinnie Colaiuta mit Sting 7/8 spielt, der spielt es wie ein 4/4. Und das geht einfach nur durch. Weil der weiß, der Puls bleibt ja immer auf 4 on the floor oder so. Und dann kannst du trotzdem 7/8 spielen, der steigt dann oben um, aber die Leute haben immer den Puls. Deswegen ist der 7/8 plötzlich im Stadion kommerziell. Weil die Leute können kein 7/8 klatschen, die klatschen weiter durch. Und so ähnlich ist das hier. Du musst sehen, dass diese ganzen Teile, die Udo hat, wo der Text mal länger ist, dass du die auch straight einfach durchspielen kannst. Und das ist die Kunst. Und dann ist die Time. Die Time, der Backbeat von Udo, ist sehr, sehr weit hinten. Ist extrem weit hinten, weil es ist extrem langsam. Und dann tanzt der immer so langsam und dann musst du darauf eingehen. Auch wenn Clicktrack manchmal läuft, dann stelle ich schon manchmal, wenn ich merke, der ist so moody drauf, dann stelle ich auch einen Clicktrack schon mal aus. Wenn jetzt nicht eine Einspielung ist. Einspielung vom Computer stehe ich natürlich. Aber wenn ich selber meinen Clicktrack hier anhabe, stelle ich den dann aus und wenn er hoch hat, der extrem moody, muss ich auf ihn eingehen. Und er hat einen Puls und der Puls ist eben dieser Schlag, das ist der... Und egal, ob du nur jetzt AC/DC-mäßig spielst, so. Das Denken ist immer bum, bum, tschak, bum, 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 ak, bum, 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 bak. Das musst du denken. Wenn du das denkst, hast du immer den richtigen Groove bei Udo. Das haben die nicht gemacht. Die haben einfach straight, bum, pam, pum, pam, pum, pam gespielt und du bist sofort zu schnell. In Gedanken bist du schon zu schnell. Weil du machst bum, tschak, bum, tschak, bum, bum, ah. Und dann hängst du hinten drin. Und wenn ich bei Kenny J nur AC/DC-mäßig Uff, mache, denke ich immer, also bei mir ist es jetzt schon Second Nature. Ich muss das gar nicht mehr denken, das ist einfach drin. Aber ich habe den Leuten gesagt, die das erste Mal mit Udo trommeln, du musst immer und es gibt die Key-Nummer, wo dieser Rhythmus gespielt wird, das ist Johnny Controletti, das ist der Groove. Und ansonsten Honky Tonky Show, Kenny Jane, du könntest es genauso spielen, aber das ist wieder langweilig. Ich kann ja nicht bei jedem Song den gleichen Beat spielen, aber der Puls ist immer im Kopf. Bum, tschak, bum, tschak, bum, bum, tschak. Und das ist das Geheimnis vom Rhythmus von Udo Lindenberg. Weil so hat der früher immer gespielt. Der hat immer Traditional gespielt. Deshalb hat er hier so eine Kerbe, weil der hat irgendwann, als es damals keinen Monitor gab, wie wir den heute haben, hat er so hart gespielt, den Rimshot, dass der irgendwann hier eine Knochenveränderung hatte. Und jetzt hat er hier, wenn du die linke Hand mal guckst, hat er hier ein richtiges Loch. Der hat hier ein Loch, nicht so, hier diese Haut ist da gar nicht mehr. Der ist praktisch so ein Loch. So sieht das dann aus, wenn du die Hand so machst. Das ist irre. Nur durch ewig den Stock. Als wenn du zu kleine Schuhe trägst oder solche Zehen kriegst.
Und so hat er immer so gespielt. Egal wie heavy das war, der hat immer diese Technik gespielt. Und das hat dann so... Und der hat mir beigebracht, als ich ein junger Knilch war, das erste war die deutschen Trommler damals, als ich groß geworden bin. Die spielten halt alle irgendwelchen geraden Filz. Ob das so... Oder diese Beats, die nachher im Hip-Hop dann... Wenn du den nicht richtig spielst, klingt das halt wie Krautrock 1970. Ja, die Anfänger spielen immer sofort. Bum, punk, gedugeduk, tak, duk, tak, gedugeduk, tak. Ich sag, bitte nicht. Bitte spielt das nicht. Lass einen Hip-Hop-Typ das spielen, der kann das spielen. Aber das ist das Schwierigste. Im Grunde genommen spielen diese Anfänger sofort das Schwierigste, was man spielen kann im Business. Du, ta, du, ta, du, ta, du, ta. Da musst du eine Dynamik drauf haben, die hat ein Anfänger nicht drauf. Weil der spielt diese Ghost Notes viel zu laut. Die musst du so leise kontrollieren können, damit es cool klingt. Das kann ein Anfänger nicht spielen, aber jeder Anfänger kommt erstmal. Fängt jeder an. Das ist wie ein Pianist, der einen Flohwalzer spielt und meint, er könnte Klavier spielen. Alle Nicht-Pianisten können Flohwalzer. Die Pianisten können das gar nicht spielen. Wie der Flohwalzer, wie geht denn der? Aber Amateure können Flohwalzer spielen. Und alle Nicht-Gitarristen können Smoke on the Water spielen. Ba, 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 ba. Das ist aber dann falsch, natürlich. Immer in Akkorden. Da war John Lord mit der Orgel, hat die Akkorde gemacht. Und Ritchie nur mit 2 Seiten, so bluesmäßig. Das begreifen die nicht. Im Musikgeschäft immer ganze Akkorde. Pam, pam, pa, pam, pam, pa, ba. Und das sind so die Sachen, die ich immer gehasst habe. Das, wenn schon, dann authentisch. Honky Tonk Wim von Stones ist Open G-Tuning. Und die Top 40 Bands mit dem normalen Gitarrentuning. Klingt nie wie die Rolling Stones. Klingt nur wie die Rolling Stones, zumindest ähnlich, wenn du eine Telecaster hast mit einem Open G-Tuning und die beiden Seiten nur so spielst. Da kannst du bei rauchen. Macht Keith Richards ja auch. Der raucht und spielt mit einer Hand. Ganz einfach mit dem Open G-Tuning. Und alle machen irgendwie, Gott weiß was da für eine Technik, um dieses Ding da zu spielen. Brauchst du nicht, weil der hat gesagt, der war irgendwie zu faul und sagt, Open G-Tuning klingt gut, dann brauche ich ja nicht, kann ich nebenbei rauchen. Das ist die Technik, die man braucht. Den Style, das ist das Wichtigste. Nicht die Technik zum Spielen, du brauchst Stil. Ne, es gibt Leute, die haben das halt und Leute, die haben das eben nicht so. Die haben dann auch viel Technik und hin und her, haben sich auch durchgebissen, gibt es auch. Aber ich sage immer, Leute, die Style haben. Ein Jack White von White Stripes oder so. Der kann Schlagzeug spielen, der spielt Gitarre, der spielt Schlagzeug, der ist Sänger, der ist ein Frontmann, der versteht aber alle Musiker, die in seiner Band spielen. Der spielt auch teilweise Bass und was weiß ich, die Instrumente. Stevie Wonder, fantastischer Trommler, spielt total unkonventionell, hat aber Style, hat null Technik, aber das Superstition, so ein Groove, da sagst du sofort, was ist das denn? Das ist aber geil, weil der das nur irgendwie so ganz komisch, wenn du siehst mal auf so einem Making-of-Video, wie der das trommelt, dann ist es wie, da kannst du nicht hingucken. Aber wenn du die Augen zumachst und hörst nur, das groove wie die Pest. Und das ist Style. Keiner kann es so spielen wie Stevie Wonder. Auch nicht der Trommler von Stevie Wonder, Jerry Brown oder die Leute, die da gespielt haben, können es niemals so geil spielen wie Stevie Wonder. Das ist ein eigener Stil. Und da sollte man drauf hinarbeiten. Dazu brauchst du viele Einflüsse. Oder du hast gar keine Einflüsse und spielst alles irgendwie, aber das gibt's kaum. Auch die Leute sagen, du, ich habe mir das alles selber beigebracht und alles kommt von mir, aus mir raus, ich höre gar keine andere Musik. Solche Leute gibt's auch, das ist alles dummes Zeug. Die hören auch viel Musik, aber du darfst dich nicht an einen halten, du musst halt, ich sag mal, 100 Vorbilder haben. Aus sämtlichen Musikgenres. Von James Taylor über Miles Davis, über Big Band, über Buddy Rich, über Charlie Watts, über Vinnie Colaiuta. Viele Leute müssen deinen Stil nachher ausmachen. Ich habe in meinem Stil sind von den verschiedensten Trommlern was drin. Also, und dann sagt mir irgendeiner, ja, du, nach 40 Jahren, ich kann dich schon raushören. Wenn mir das einer sagt, der auch noch Ahnung hat, so, der schon weiß, was er da sagt, das ist ein großes Kompliment für mich. Dann hast du vielleicht nach 40 Jahren erreicht, sage ich dann mir selber zu mir, dass da irgendwas ist, was ein eigener Stil ist. Wow, der hat das zu dir gesagt, toll. Das kannst du nie von dir selber behaupten, weil du weißt gar nicht, was du machst. Ja. Du weißt nicht, was du machst. Ich mache intensiv, spiele ich intuitiv. Benji hat mich neulich in Zeitlupe aufgenommen. Dann habe ich hier beim Maffei so einen Groove gespielt über dieses Tom und diese Zeitsnare. Und dann hat der Zeitlupe gefilmt und dann ging der Stock so. Und dann sah das so aus, als würde ich den Stock praktisch, der flog. Der war gar nicht mehr in der Hand. Und im letzten Moment habe ich den wieder gegriffen und dann kam wieder der nächste Schlag. Und dann war wieder ein Release und lass den Stock los. Ich wusste gar nicht, dass ich das mache. Dass ich den Stock nicht die ganze Zeit so in der Hand halte. Sondern der ist so locker in der Hand,
dass der wasch. Und in der Zeitlupe, in der Schnelligkeit siehst du das natürlich nicht. Dann siehst du das natürlich nicht, weil dann geht das so schnell. Oder der Fuß von mir, der geht die ganze Zeit rechts, links, wenn ich spiele. Aber wenn ich jetzt schnell spiele und ich spiele normal, wirst du es nicht sehen. Aber in Zeitlupe, das sind kleine Bewegungen, die Balance aufmachen und den Rhythmus im Körper, den du hast. Wie du sitzt. Ich sitze viel höher als früher. Ich sitze mehr wieder über den Trommeln. Früher saß ich sehr tief. Es hat sich irgendwas entwickelt. Wollte ich gar nicht unbedingt. Aber manchmal höher. Plötzlich sah ich es höher. Ich habe vieles spiele ich wirklich mit dem Fuß raus. Und nicht, dass ich den Hacken hoch habe. Und das ist halt eine Mischung. Wenn ich dann härter trete, gehe ich plötzlich hoch. Und bei leiseren Sachen spiele ich alles aus dem Fuß. Das kann ich auch erst seit 15 Jahren vielleicht. In den letzten 15 Jahren habe ich das entwickelt, dass ich das überhaupt kann. Hi-Hat durchlaufen lassen, immer. Grundsätzlich läuft das immer bei mir durch. Läuft alles durch. Jeff Porcaro hat im Interview gesagt, das ist das, was er nicht konnte. Er hat nie die Hi-Hat durchlaufen. Er hat gesagt, ich habe ein Interview gelesen, jetzt gerade nicht gesehen, wo er so einen Masterclass macht in Amerika, irgendwo in so einem Music Berkeley oder irgend sowas. Da erklärt er, wie er Steely Dan Geschichten gespielt hat und so weiter und sagt, ich habe meine Independence, also meine Unabhängigkeit von Füßen und Händen ist mit die schlechteste im ganzen Schlagzeuggeschäft. Und der sagte das von dem Stil, aber der Stil hat mich immer interessiert. Wenn ich das nicht machen kann mit der Hi-Hat, dann mache ich das irgendwie durch was anderes wett. Und für den anderen ist das halt toll, die Hi-Hat durchlaufen zu lassen. Das ist wie ein anderer Typ, der noch mitspielt. So. Das ist toll. Ich kann das. Jeff Porcaro sagt, ich konnte das, ich kann es nicht, als er noch lebte da in dem Interview. Fand ich total faszinierend. Ich sag, wie Jeff Porcaro kann die Hi-Hat nicht mit dem Fuß durchlaufen lassen, was soll denn der Scheiß? Ja, aber warum? Warum ist der jetzt ein Gott oder was? Der pinkelt genauso und geht scheiße wie jeder andere, hat aber einen fantastischen Stil. Und ganz eigen. Und dann spielt er irgendwelche Grooves vor und du sagst, yeah. Er sagt Shuffle Black Friday von Steely Dan. When Black Friday come. Das er auf der Platte gespielt hat, wo der 18, 19 Jahre alt war. Vor Toto, lange vor den ganzen Dingen. Und spielt diesen Shuffle. Er sagte, ich war so sauer auf mich, weil ich liebe Shuffle. Und ich habe diese Shuffles gehört von Bernard Purdie und diese ganzen Leute. Und wollte so einen Shuffle spielen. Und immer wenn ich mich selber Shuffle gespielt habe, hören, habe ich mich gehasst. Ich habe diesen Shuffle gespielt, ich habe irgendwann die Sticks weggeworfen, bin zu Donald Fagen gegangen, habe gesagt, hol den anderen Typ. Donald, du holst einen anderen Trommler, der den Shuffle spielt, weil ich spiele den nicht. Ich kann keinen Shuffle spielen. Doch, du spielst den Typen, du gehst jetzt einfach um den Block, kommst wieder rein, you play it. Er sagt, und dieses Bewusstsein, das Donald Fagen in mich gesetzt hat, dieses Vertrauen, sagt, du spielst den Shuffle, Jeff. Hat das dazu geführt, dass ich diesen Shuffle gespielt habe von Black Friday. Und plötzlich konnte ich Shuffle spielen, sagt, aber er sagt, es ist immer noch nicht mein Metier. Jeder hat sein Metier, wo er großartig spielt, sag ich mal. Und ich glaube, dass ich großartig spiele in Medium-Tempos. Balladen und Medium-Tempo. Da bin ich sehr innovativ und da kann ich sehr viel Druck machen. Oder ich bin in schnellen Grooves nicht so gut. Shuffle geht so. Aber in Medium-Tempi. AC/DC, keine Tempi. Balladen, viel Luft. Wenn die Schläge ganz spät kommen und ganz ausgeschlafen kommen müssen, bin ich der Typ, der, glaube ich, einer Band viel Sicherheit gibt. Das glaube ich nach 40 Jahren. Da bin ich gut. Und jeder hat seine Schwächen, die er auch dann nicht gerne spielt. Wo ich sage, muss das jetzt wieder so schnell sein? Können wir ein bisschen langsamer spielen, ich bin zu alt für das. Schöne Tempi, so zwischen 90 und 120, das ist angenehm. Alles, was über 120 wird, wird schon schnell für mich. Also die meisten Tempi sind bei mir so zwischen 90 und 120 Beats. Mal 124 kommt vor dann. Aber alles, was darüber hinaus ist, spiele ich ja nicht mehr so gerne. Kann ich ja auch, aber ich setze dann kommt meine eigene Technik zum Tragen. Wo ich viel Viertels Hi-Hat dann spiele und dann teilweise die Achtel mit der linken Hand spiele. So Rockabilly-mäßig. Und besonders zu einer Panko. Mache ich alles mit der linken Hand. Und hier ist nur den Anfang spiele ich nur Boom, Park, Park, Boom, Park. Und dann fängt es an zu laufen. Und immer wird es an zu laufen, dann gehe ich hier auf die Viertel und spiele hier die Achtel aus der Hand. Und das mache ich dann viel. Und mir bequem es überhaupt nicht, dann anzufangen, solche Sachen zu machen. Also dann spiele ich lieber Halftime und lass das rauschen und denk mir die 16.
Und wenn der Bass dann du macht und der Percussion-Spieler macht auch noch Chicke, dann reicht mir das. Dann kann ich schön bequem Viertel spielen. Das mache ich dann so bequem, wie es irgendwie geht. Das ist wichtig. Komfortabel, weil was soll man sich den Stress machen im Alter? Die jungen Typen machen sich oft so viel Stress. Denke ich, muss das dann so schnell spielen? Und es gibt auch Songs, wo das vielleicht mal für 2-3 Minuten in einer Punknummer, die ich zum Glück nicht so oft spielen muss, wo du den Attack von den 8 oder 16 brauchst. Da brauchst du das aus musikalischen Gründen. Ja, das mache ich dann auch. Das kann ich dann auch wohl. Aber ich bin dann froh, wenn das vorbei ist. Wenn ich dann schön wieder Medium und den Groove spielen kann, da bin ich zu Hause.